Good evening, ladies and gentlemen. I'm event number 8. Boah, jetzt geht Elvis aber in die Vollen. I'm Event Number 8. Ich bin das 8. Weltwunder. Oh, wow, liebe Freunde. Ja, ich komme ja gerade aus Ägypten zurück. Letzte Woche gab es kein richtiges Video von mir, nur einen kleinen Gruß sozusagen. Und in Ägypten steht ja das einzige noch erhaltene der 7 Weltwunder der Antike, nämlich die Cheops-Pyramide. Ja, wie kommt denn jetzt Elvis dazu, sich als Event Number 8 zu bezeichnen und was das Ganze mit einer großartigen neuen Veröffentlichung vom Memphis Recording Service zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt gleich in meinem neuen Video. Elvis Presley. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und wer neu ist auf meinem Kanal, macht gleich mal ein Abo und gebt mir ein Gefällt mir. Und wer schon länger hier Stammgast ist und zu den über 2000 Fans von In Elvis Veritas gehört, dem sage ich einfach herzlich willkommen zurück. Ja, der Memphis Recording Service, liebe Freunde, hat eine neue Veröffentlichung auf den Markt gebracht und so viel schon mal vorweg. Es ist eine grandiose Veröffentlichung, was Soundqualität betrifft, aber auch was das Konzert selbst betrifft. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden uns jetzt der Reihe nach mit dieser Veröffentlichung beschäftigen, aber auch ein bisschen mit den Hintergründen zu der Show, die wir hier vom Memphis Recording Service bekommen. Wir gehen nach Houston, Texas, liebe Freunde, in das Houston Astrodome, ein Riesengebäude. Und dieses Gebäude wurde 1965 offiziell eingeweiht und bot anfangs für etwa 60.000, gut 60.000 Zuschauern Platz. Was war das Besondere daran? Es war das erste wirklich überdachte Stadion, das jetzt für Sportereignisse, aber auch für Konzerte und im Fall von Houston natürlich auch für das berühmte Livestock Rodeo verwendet werden konnte. Elvis war ja bereits im Jahr 1970 zu Gast gewesen in Houston, hatte dort einen Zuschauerrekord aufgestellt und jetzt 4 Jahre später kehrte er wieder zurück. Es war sozusagen der Auftakt zu seiner Frühjahrstournee und es ging gleich ins Houston Astrodome und er sollte dort tatsächlich einen neuen Zuschauerrekord brechen, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, liebe Freunde, schauen wir uns das Line-Up an. Es war ja nicht nur Elvis, der auftrat. Das Ganze begann bereits am 22. Februar mit einem absoluten Kracher. Die Jackson 5 waren zu Gast im Houston Astrodome und eröffneten sozusagen dieses Rodeo, was den Bereich Entertainment, Unterhaltung betraf. Wir schauen kurz mal rein in diesen Auftritt der Jackson 5. Wurde mit einer Amateurkamera gefilmt. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen und auch keinen Ton dazu. Aber wir schauen mal rein, gibt ein gutes Bild mal von diesem Konzert der Jackson 5 mit Michael Jackson natürlich. Am 23. und 24. Februar ging es dann weiter mit Sonny und Cher. Am 25. Februar folgte Johnny Rodriguez, um dann am 26. Februar von einem Country-Star abgelöst zu werden, nämlich von Charlie Rich. Weitere Stars, die auftraten, waren Tony Orlando, Conway Twitty und Vicky Carr. Den krönenden Abschluss bildete dann am 3. März 1974 mit 2 Shows, mit 2 ausverkauften Shows, das hatte keiner der anderen Künstler geschafft, an einem Tag zweimal das Houston Astrodome zu füllen, unser King of Rock'n'Roll Elvis Presley, der eine Nachmittagsshow gab und eine Abendshow gab, beide Male über 40.000 Zuschauer. Das war die größte Zuschauerzahl, vor der Elvis bis dahin live gespielt hatte und er sagte das auch im Konzert. This is the largest audience that I've ever sang to. Und so schaffte er es an diesem Tag, 88.498 Zuschauer in das Houston Astrodome zu bringen. Das war nicht nur ein Rekord für das Houston Astrodome, das war sogar ein Weltrekord, der eingestellt wurde. Also Event Number 8, das 8. Weltwunder.
hat Elvis gar nicht mal gelogen, zumindest was den Zuschauerrekord betrifft, aber dieses Event Number 8 hatte noch eine andere Bedeutung, denn das war sozusagen der Spitzname des Houston Astrodomes, weil es eben so besonders war, überdachtes Stadion. Für uns ist das heute natürlich nichts Besonderes mehr, aber damals war es das erste seiner Art und man bezeichnete es schlicht und einfach als das 8. Weltwunder. Ja, liebe Freunde, kommen wir nun zur Show selbst und zur Veröffentlichung vom Memphis Recording Service. Wir hatten dieses Konzert ja schon länger vorliegen, eines der beiden Konzerte. Es ist sogar mal ein Bootleg-Event Number 8, war also danach benannt. Die Tonqualität war okay, aber sie war nicht überragend und der Memphis Recording Service ist ja in den letzten Jahren wirklich aufgefallen dadurch, dass er zwar Shows gebracht hat, die bereits veröffentlicht waren, aber er hat den Sound so optimiert und neu in Stereo abgemischt, dass ein völlig neues Klangbild entsteht. Und so auch hier. Und ich sag's ganz ehrlich, ich war gespannt. Ich kannte den Bootleg Event Number 8. Ich war gespannt, was der Memphis Recording Service diesmal draus gezaubert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das greife ich jetzt einfach mal vorweg, wir haben es mit einer für einen Soundboard-Mitschnitt wirklich exzellenten Qualität zu tun. Also man hat hier unglaublich viel rausgeholt. Ich werde später noch auf Details genauer eingehen. Ja, der Memphis Recording Service veröffentlicht diese Show, wie gesagt, erstmals in Stereo. Er bringt sie in einer LP, also Vinyl-Version und in einer CD-Version. Die CD-Version hat zusätzlich noch, also ist ein Digipack und hat zusätzlich noch viele Bilder drin und möchte euch das einfach mal zeigen, damit ihr das mal seht. Die Aufmachung selbst ist toll gemacht. Die Vorderseite zeigt uns Elvis, wie er in dem Wagen, der ihn in das Astrodome gebracht hat, zu der Bühne, wie er winkt. Und wir haben im Hintergrund so den Sun, das ist ein bisschen farbig eingefärbt, macht aber einen guten Eindruck, sieht sehr gut aus. Auf der Rückseite sehen wir dann Eintrittskarten, wir sehen weitere Fotos aus der Show und der Zuschauerrekord wird uns noch einmal vor Augen geführt mit der Zahl, mit dieser ja doch für die damalige Zeit wirklich fast unglaublichen Zahl von über 88.000 Zuschauer, die insgesamt die zwei Shows von Elvis an diesem 3. März 1974 gesehen haben. Ihr bekommt sowohl die CD wie auch die LP, wie immer bei eurem Lieblings-Elvis-Lieferanten. Ich habe sie natürlich wieder bezogen beim TCP Shop von Michael Born, wo ihr beides auch bestellen könnt. Ja, liebe Freunde, kommen wir zur Show selbst. Zunächst einmal, was macht diese Show so besonders? Es ist nicht einfach irgendeine Elvis-Show in einem großen Gebäude, ja, das auch natürlich, aber es ist insofern eine ganz besondere Show und unterscheidet sie von allen anderen Shows.
Elvis tritt hier ohne das Joe Gershon Orchester auf. Das heißt, wir haben es nur mit der TCB Band und den Background-Sängern zu tun, also J.D. Sumner and the Stamps, den Sweet Inspirations und Voice war hier schon mit dabei, mit Cheryl Nielsen. Und ansonsten die TCB Band in der Stammbesetzung, mit Ausnahme am Bass, Duke Bardwell 1974, aber ansonsten haben wir Glendy Hardin, wir haben Ronnie Tutt, wir haben James Burton, also die ganze TCB-Band, die wir kennen. Und das macht dieses Konzert so besonders, denn zum einen hat Elvis das Repertoire ein bisschen verändert. Er hat ein paar Songs, wie zum Beispiel You Gave Me a Mountain oder sowas, hat er nicht gebracht, weil die leben natürlich von der Big Band. Und wir haben auch bei den Rock'n'Roll-Songs, ich werde dann im Detail ein bisschen darauf eingehen, einen relativ schönen, ich sage jetzt mal puren Rock'n'Roll-Sound, weil eben das Orchester nicht dabei ist. Ich selbst, ihr wisst es, bin ja Trompeter, das heißt, ich vermisse natürlich immer, das muss ich schon sagen, eine Big Band. Gerade bei Elvis liebe ich das ja immer unglaublich, dieses Joe Gershon Orchester, das fasziniert mich ohne Ende. Aber es ist mal interessant, hier eine Elvis-Show aus den 70ern zu hören ohne Big Band. Das hat einen ganz eigenen Charme und einen ganz eigenen Sound. Ja, kommen wir zu den Songs. Ich gehe jetzt nicht auf alle Songs ein, das würde den Rahmen sprengen, aber ich greife ein paar Highlights heraus. Eines gleich mal vorweg, die Show ist von der ersten bis zur letzten Minute ausgezeichnet. Elvis ist in sehr, sehr guter Form, er ist konzentriert, er spricht relativ wenig, es ist wahnsinnig viel Musik drin, ganz wenig Blödsinn eigentlich überhaupt nicht und Fehler so gut wie keine, also es ist eine wirklich großartige Show, die Elvis hier abliefert. Konzentration von der ersten Minute an, wir hören das auch gleich bei CC Rider, die Stimme ist richtig kräftig da und Elvis nimmt sofort hier die Bühne in Angriff, reißt sich das Konzert sozusagen an sich und zeigt, wer in den nächsten 60 Minuten etwa der Boss hier im Houston Astrodome ist. Oh, see, CC Rider. Oh, see what you have done. I said, see, CC Rider. Oh, see what you have done. Bei I Got a Woman, Amen, Standard könnte man sagen, ja, aber hier noch nicht mit diesem ellenlangen, was wir später in den Konzerten hatten, sondern J.D. Sumner macht seine Basseinlage, die ist dann vorbei, Elvis lässt ihn auch nicht wiederholen, wie er dann später gemacht hat, ja, das kannst du noch besser und so weiter. Nein, hier nicht, J.D. macht das einmal und Elvis kommt gleich mit I Got a Woman und schließt ab, gefällt mir sehr, sehr gut. I got a woman. Way over town, she's good to me. Trying to Get to You ist auch ein interessanter Song, denn die Fassung aus den 70er Jahren, die lebt ja normalerweise auch von den Trompetern, vom Orchester, die damit einsetzen beim Refrain. Hier mal ohne. Klingt sehr, sehr interessant, wobei man natürlich sagen muss, die Musiker wussten ja das alles und entsprechend haben sie sich ins Zeug gelegt. Speziell Ronnie Tutt macht unglaublich viel am Schlagzeug, um ein bisschen so diese klanglichen Lücken, die entstehen, wenn das Orchester nicht dabei ist, zuzudecken. So macht das auch hier bei Trying to Get to You beim Refrain. There was nothing that could hold me. Oh, could keep me away from you. When your loving letter told me that you really love me true. Für mich ein Highlight dieses Konzerts und ich gehe sogar so weit, für mich die stärkste Fassung von Johnny B. Goode in den 70er Jahren hören wir in dieser Show. Also zumindest von all den Versionen, die ich kenne. Elvis hat ja diesen Song, wenn wir an die Aloha Show denken, ja, Standard, so mehr Pflichtübung, ja, jetzt singen wir halt Johnny B. Goode. Nein, hier ganz anders. Er attackiert den Song, er ist voll dabei mit der Stimme, er bleibt auch bei der Melodielinie, verändert sie nicht, wie er das zum Beispiel in der Aloha Show gemacht hat. Woods among the Evergreens, ja, was eigentlich so gar nicht reingehört. Hier singt er die Melodie, wie sie gehört und ja, James Burton ist in Höchstform. Also die beiden stecken sich gegenseitig an und James liefert hier einen exzellenten Gitarrensound ab. Yeah, we're down in Louisiana, close to New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. I stood a log cabin made of earth and wood. I lived a country boy named Johnny B. Goode.
Interessant ist es bei Fever. Bei Fever, da ist ja im Original nur dieser Kontrabass und das Fingerschnippen. Man versucht es hier anzudeuten, indem Ronnie Tutt die Sticks, die Drumsticks, also seine Schlagzeugstöcke, zusammenschlägt, so dass also hier dieses Klickgeräusch entsteht. Und das hört sich gut an und hält auch das Tempo sehr gut durch. Und Elvis macht hier eine sehr, sehr gute Fassung von Fever, die jetzt nicht herausragt, aber wie alle anderen Songs in der Show auch, konzentriert, gut gemacht. Okay. Water. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Bei Porcelain and Annie habe ich gedacht, wow, ohne Orchester, ob das gut geht, aber ja, es geht gut. Wie gesagt, die Band legt sich voll rein und speziell wieder Ronnie Tutt natürlich am Schlagzeug versucht hier unglaublich viel zuzudecken und die Lücken zu schließen, die durch das Orchester entstehen. Er macht aber sogar die Riffs, wo sonst das Orchester mit dabei ist, diese da, macht er am Schlagzeug. Ja, also er deutet das an, was sonst das Blech auch noch mit übernimmt. Ist hier natürlich fehl, aber das macht nichts. Her daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. Pass Coke salad, Annie. Here got you, girl. Yeah. Everybody said it was a shame, 'cause the mama was working on the chain gang. Interessant auch Why Me Lord, der Gospel, denn ohne Bläser konnte ich mir das auch ehrlich gesagt schlecht vorstellen, aber wir haben es hier mit einer etwas dezenteren Fassung zu tun. Es klingt eigentlich jetzt mehr nach einem Gospel-Song und weniger nach einem theatralischen Song, wie ihn Elvis in den 70ern oft gebracht hat. Gefällt mir gut, er gibt alles und der Sound passt auch. Oh, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Ein weiterer Song, den ich erwähnen möchte, ist Help Me. Help Me, hier haben wir ja mit Sharon Nielsen wieder diesen Duettgesang. Die beiden sind stimmlich voll beieinander und Sharon Nielsen ist auch nicht zu laut. Er kommt gut durch mit seiner Stimme. Sehr schön abgemischt vom Mixer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Lord, help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Ja, weitere Songs, die noch kommen, How Great Thou Art, ohne Orchester auch interessant, aber hier gilt das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe, die TCB-Band kaschiert das sehr, sehr gut, das fällt eigentlich nicht wirklich auf und der Song klingt genauso fantastisch, wie er bei jeder anderen Live-Version, die ich bisher von How Great Thou Art gehört habe, auch klingt. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ja, zu erwähnen wäre noch eine etwas längere Passage, in der Elvis spricht. Er sagt ein bisschen was dazu zum Houston Astrodome, dass er hier eingeladen wurde und dass er sich eben sehr gefreut hat, weil er, wie gesagt, während der Show ganz, ganz wenig spricht und das ist aber gut, weil das nimmt den Drive nicht raus. Die Show läuft durch und sie hat unglaublichen Schwung und dadurch ist die Spannung von der ersten bis zur letzten Minute bleibt erhalten. I'd like to thank you because of the energy crisis and everything. You drove all the way to see us and the Cowboys and the rodeo. I'd like to thank you very much. Interessant ist auch Can't Help Falling in Love, denn wir haben es ja oft in den 70er Jahren mit, ja, ich sag jetzt mal,
ja, so Routine-Gesang, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da wird manchmal die Melodie ein bisschen verändert, der Song wird schnell gesungen, weil Elvis ja auch zur Bühne geht, mit den Fans noch Schals austeilt. Das kann er hier nicht machen, denn hier sind keine Fans an der Bühne. Er steht ja mitten in dieser Arena, auf dieser kleinen Bühne. Ganz interessante Location, wirklich absolut, nicht nur musikalisch, sondern also von der Akustik her, sondern auch, weil Elvis seine Show eigentlich gar nicht machen kann. Das kommt aber in diesem Fall der Show zugute, so seltsam das jetzt klingt, weil er sich wirklich absolut auf die Musik konzentriert und das hebt dieses Konzert deutlich ab von vielen Konzerten der 70er Jahre. Soweit würde ich tatsächlich gehen. Bei Can't Help Falling in Love, auch hier wird die Melodie schön ausgesungen und das tut diesem Song gut und macht ihn wirklich zu einer schönen Ballade zum Abschluss. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Ja, und dann kommt der Closing Vamp. Der Closing Vamp, über den muss man eigentlich normalerweise nicht viel sprechen. Wir wissen, die Show ist aus und die Musiker spielen dann noch, ja, und wir hatten immer das Da-da-da. Aber das Joker Show Orchester ist ja nicht dabei. Also was macht die TCP Band an der Stelle? Sie spielt CC Rider noch einmal, aber instrumental. Und das sogar sehr, sehr lange. Das lohnt sich, das anzuhören. Wir haben sozusagen eine Instrumentalversion von CC Rider ohne Elvis, aber mit der TCP Band. Es lohnt sich von der ersten bis zur letzten Sekunde das anzuhören. Klingt hervorragend, gut gemacht. Am Anfang erkennt man es nicht gleich, aber dann, wo der Akkordwechsel kommt, ja, und dann merkt man, das ist jetzt CC Rider. Lohnt sich wirklich anzuhören. Ja, liebe Freunde, kommen wir zum Gesamtfazit. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben es mit einer Show zu tun, die deutlich über dem Durchschnitt der meisten Shows der 70er Jahre liegt, weil Elvis sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf die Musik. Kein Blödsinn, keine Show. Er steht mit der TCP-Band auf der Bühne und liefert eine grandiose Show ab. Zweitens, die Abmischung. Der Memphis Recording Service hat es geschafft, aus diesem Soundboard-Mitschnitt eine richtig gut anhörbare Veröffentlichung zu machen. Natürlich ist es kein RCA-Mehrspur-Mitschnitt, das ist klar, das muss ich, glaube ich, nicht immer dazu sagen, aber für einen Soundboard-Mitschnitt ein exzellenter Sound. Es hört sich fantastisch gut an und auch die Aufmachung ist gut, das Digipack dazu ist gut. Ich kann euch nur sagen, liebe Freunde, wer es nicht hat, kauft euch diese Veröffentlichung, es lohnt sich. Und selbst wenn ihr Event Number 8 schon habt oder einen anderen Bootleg von diesem Konzert, das Upgrade lohnt sich definitiv, denn der Sound ist weit über dem, was wir bisher hatten. Ich weiß, jetzt kommen wieder einige und sagen, du bist zu unkritisch, das darf ich mir manchmal in Kommentaren ja anhören. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht unkritisch, sondern ich sage es so, wie es ist und diese Veröffentlichung ist wirklich exzellent. Warum soll ich dann was Negatives finden? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder in die Kommentare reinschreibt, wie ist eure Meinung zu dieser Veröffentlichung vom Memphis Recording Service? Wie denkt ihr darüber? Findet ihr die Show auch so gut, wie sie ich finde? Oder habt ihr vielleicht was anderes gefunden? Ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, liebe Freunde, was liegt an? Ja, wir werden nächste Woche, ich habe es schon angekündigt, einen Classic Album Review bekommen. Dann könnt ihr immer noch auf meiner Seite abstimmen unter Beiträge, welchen Film-Review ihr gerne hättet. Das ist ja ein bisschen länger angelegt, dieses Projekt, und es zeichnet sich ja schon Favoriten ab. Für mich etwas interessant, was da so kommt von euch. Aber ihr könnt natürlich immer noch abstimmen. Die Abstimmung ist noch nicht geschlossen. Das heißt, abstimmen heißt, ihr liked einfach den Kommentar, in dem ich den jeweiligen Film erwähnt habe. Den Film, den ihr sehen wollt, einfach ein Gefällt mir geben, ja, dann zähle ich das. Bitte keine eigenen Kommentare. Ich muss die löschen, weil das bringt sonst die ganze Reihenfolge durcheinander. Nicht, weil ich nicht eure Kommentare haben möchte, sondern damit wir ein bisschen eine Ordnung und ein System in der ganzen Sache drin haben. Vielen herzlichen Dank. Bis nächste Woche, da sehen wir uns wieder. Jetzt sind wir wieder im normalen Turnus, im wöchentlichen Turnus drin. Bleibt gesund, Gott befohlen. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King.